Wir wollten einen ausgedehnten, spaßigen Tag in den Katakomben machen. In diesem Fall haben sie unseren Zustieg und Ausstieg zugeschweißt. Einen wunderschönen guten Morgen. So, das absolute Drisswetter hier. Ihr könnt es vielleicht sehen. Es ist übelst am Schütten hier. Wir haben geplant, dass wir heute Abend beziehungsweise jetzt über die nächsten 2 Tage in die Katakomben runtersteigen werden. Wir haben ja 400 Kilometer, die schafft man nicht in einer Woche. Kriegt man nicht hin, ne? Nee. Keine Chance. Und dementsprechend werden wir einfach öfters hinfahren. der ganzen Geschichte einfach nochmal einen Besuch abstatten. Diesmal auf dem Plan der nördliche Bereich der Katakomben. Ihr seht's ja, ne? Wir halten euch auf dem Laufenden. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. So, morgen früh geht's in die Katakomben und mit Anova und meiner Wenigkeit und dem André Schuck und der Lydia AP und da hinten ist der Flammenfoto. Auf geht's in die Katakomben. Mike, wo gehen wir hin jetzt? Wir gehen jetzt runter. Unter Paris. Genau. Einmal in die Katakomben. Und dafür müssen wir jetzt einen Gullideckel mitten hier in der Stadt öffnen. Sind jetzt ja eine frühen Morgenstunden hier. Verschwinden mal schnell, schließen den Deckel wieder über uns und sind für die nächsten paar Stunden da unten. Wir werden einen schönen Tag verbringen. Ja, bis heute Abend. Bis heute Abend. Ja, ganz genau, guck mal. Dankeschön. Ist der Junge noch da? Ja. Okay, thanks. So. Ja. Gut. Wir haben jetzt hier Warum sind die nicht mitgekommen? Nein, die kommen gerade raus. Die kommen gerade raus. Wir haben da drin übernachtet hier. Hörst du jetzt? Ja. Gratis. Alter Falter. Wie hoch ist denn das? Wir sind jetzt 25 Meter unter der Erde. 25 Meter? 20 bis 25, du musst auf der Karte gucken. Oh, wow. Moin. Herzlich willkommen in den Pariser Katakomben. So, wir sind gerade in die Katakomben eingestiegen. Und man hört schon, fette Mucke. Alter, was geht denn hier ab? Hallo? Ja, Leute, wie ihr hört, wir sind diesmal Wochenends hier. Also ich weiß nicht, ob man es auf dem Video hört, aber überall ist Musik. Und ja, haben es geschafft, sind locker easy hier reingekommen. So, auf zur Raver Party. Alter! Da läuft. Ich schätze mal, das ist gerade außen links. Oder direkt um die Ecke ist. Ja, ist um die Ecke. Hi. Hallo, Ja, buenos dias. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Cool. Und, Haben Sie den Buch noch gesehen? Und wir hatten heute übers Wochenende auf dem Plan stehen gehabt, dass wir ein zweites Mal die Katakomben besuchen. Und wie ihr es mitbekommt, wir sind diesmal am Wochenende hier. Man hört hier jede Menge Musik, die machen Party. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ziemlich weit nördlich ein paar interessante Bereiche für euch finden. So, wir befinden uns ziemlich im Norden der Katakomben. Wir sind hier an einer Grabplatte. Das ist in Gedenken an der Philipp Asbert.
ist jemand, der Ende 17. Jahrhundert hier unten in den Katakomben verloren gegangen ist. Er hatte irgendwas gesucht und ja, man weiß nicht, ob er es gefunden hat, denn sein Leichnam hat man 11 Jahre später hier unten in den Steinbrüchen gefunden. Ja, so eine Schatzsuche war das in der Art, ne? Eine Art Schatzsuche, ja. Und diese Grabplatte ist einfach als Warnung zu betrachten für all diejenigen, die hier leichtfertig runtergehen und nicht die Gefahren respektieren, die unten lauern. Kann man so am besten ausdrücken. Ja, auf jeden Fall. Hier war mal ein altes Tor. Da hinter uns sind endlos lange Gänge und der Carsten, der guckt ja auch schon total verwundert, denn, kannst du mal hochsteigen? So tief sind wir unter Straßenniveau. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber oben ist die Leiter weg, ne? Da oben ist die Leiter weg, ja. Wir sind jetzt an dieser Stelle hier angekommen, wo so ein kleines Kirchensymbol eingezeichnet ist. Segnet diesen Ort hier. Wie witzig ist das denn, oder? Vor kurzem waren wir noch welche. Ja, vor kurzem waren ja noch welche, vor ein paar Stündchen. Wollen wir auch ein Teelicht dazustellen? Chapelle nennen sie diesen Raum. Wir haben hier auch so eine kleine Flasche Maria Gottesfigur mit Weihwasser. Eine Kerze für die armen Seelen, die hier unten herumlaufen. Und um unseren Berggeist zu besänftigen, lassen wir auch hier eine Kerze zurück. Perfekt. Glück auf! Ja, noch ein bisschen. Die Spuren hier. Ist ja alles steinhart. Voll lustig, oder? Ja. Mal eingemascht und dann versteinert hier. Wir müssen jetzt auch mal kurz orientieren. Oh, was ist denn jetzt hier? Bei diesem Gewusel und Kacke. Und nach links wäre in die Chapelle rein, irgendwie. Mhm. Ja, also der Gang da runter. Und wenn wir jetzt hier weiter rechts durchwuseln, genau, das hier ist der eine Gang, das ist ein Blindgang, müssen wir einfach weiter durch. Okay. Warm halt? Ja. Trinken wir was? Ja. Leute vorbeilaufen. Ne? Ja. Wie viele kommen da? Alter, wo kommen die alle her? Und laut Karte stehen wir jetzt genau an dieser Ecke. Und da fängt dieser Tor an. Mhm. Wir müssten mal jetzt rechts und dann wieder links halten und dann hier irgendwie runter. Ja. Geht's vorbei oder geht's nicht vorbei? Ja, noch nicht, jetzt kommt der Kapitän. Okay. Das glaubt mir auch keiner, oder? Dafür nehmen wir es ja auf. Also wo wir in der Woche frühmorgens hier drin waren, war ja nichts los. Jetzt haben wir hier 40 Leute jetzt schon getroffen. Ja, bestimmt. 30, 40 Leute. Hört euch das mal an. Das geht voll ab. Geil. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Einmal an dieser Stelle müssen wir jetzt mal auf den Kompass zusammen gucken. Wir haben nämlich das große losgezogen, wir sind in ein Labyrinth angelangt. Ja, wenn man es so sehen kann. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt
da rein. Vor uns kommt jetzt ein Riesenlabyrinth aus ganz vielen Räumen. Hier sind wir schon drin. Ne? Wollen wir versuchen? Klar. Klar? Wir sind hier ganz tief in den Katakomben. Richtig tief drin. Und ein Kollege hat jetzt gesagt, das ist ein sehr kleiner Gang hier. Er hat gesagt, wenn wir hier ankommen, dann sollen wir in diesen verdammten letzten Fitzel rein. Das tun wir jetzt. Wir haben ein paar Kerzen angezündet, sind hier in so einem ganz kleinen Raum. Und jetzt werden hier ein paar Fotos geschossen. Schönes, kühles Bier wird hier unten getrunken jetzt erstmal. Kleines darf man sich nach der ganzen Tortur hier genehmigen. Und dann geht's auch wieder weiter. Heute lohnt sich das so richtig, oder? Guck mal in die Kamera. Auf jeden Fall lohnt sich das. Lohnt sich immer. Lohnt sich immer. Also die Katakomben, ein heilig schöner Ort. Wahnsinnig schön. Das ist einfach mal ein Licht, wir haben eine Kamera hier angemacht. Da ist der Carsten, die Lydia, der Robin. Hier ist ein Kocher, unsere Travel Lunch. Da wird Wasser aufgekocht, damit wir uns Müsli machen können. Die Miri! Ja, haben wir überall Kerzen angezündet und aufgehangen und machen jetzt hier erstmal ausgiebig Pause. Und dann geht's wieder weiter. Erstmal die Frühstücksrunde hier. Lecker Müsli. 9 Uhr haben wir jetzt ungefähr. Guten Appetit! Dankeschön. Und was haben wir da Feines? Hier gibt es heute Bärenmüsli. Aux catacombes, il y a de la boue, tu perds tes tongs. Comme des bottes en caoutchouc, Madine Mekong. Aux catacombes, j'avais pas. Aux catacombes, il y a de tout, il y a des tombes. Tu rates tout, dérapes, tombes dans la... Wir haben jetzt gerade unsere Pause abgebrochen, weil wir Besuch bekamen von 3 oder 4 Personen. 4 andere, ja. Ja, 4 andere. Ja, und jetzt geht's wieder raus. Ja, jetzt geht's raus und jetzt erkunden wir weitere Bereiche. Hallo. Hi. Wir waren jetzt in einem sehr großen System gewesen, um dort einen Raum aufzusuchen, wo wir Pause gemacht haben. Hier geht der Weg nachher runter und dann weiter hier durch dieses Labyrinth, bis wir hier wieder auf den Hauptstrecken kommen. Und da kommt schon die Miri. Hallo. So, geschafft. Ja, und auf den Hauptstrecken geht es dann weiter zu den nächsten Spots. Da kommt die Lydia. Hat die Pause gut getan? Ja, ich bin noch ein bisschen erfroren jetzt. Dass es so warm wieder da ist. Da kommt Robin. Ja, moin. Ja, moin. Und zu guter Letzt, der Carsten bildet das Schlusslicht. Last but not least. Ja. Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Hallo Carsten. Sieht gar nicht gut aus. Hat Spaß gemacht, ne? Jetzt fällt da unten schon was hin. Wir haben diesmal keine Lust, nass zu werden. Scheiße. Ich glaube, wir werden heute nass. Aber es ist nicht so tief, oder? Nee, nicht tief. Das wird ja lustig. Ja, es nützt ja nichts, ne? Entweder wir gehen jetzt hier durch oder durch einen noch viel tieferen Gang mit noch viel mehr Wasser. Ja, scheiß drauf. Wir wollten eigentlich keine Wasserstrecken machen. Haben jetzt aber keine andere Wahl. Die Miri darf jetzt ins Wasser treten. Ich bin jetzt gerade rein. Das Schlimmste ist, wenn man solche Sachen, das erste Mal ins Wasser reinzutreten. Guck mal, die Miri macht da hinten, man sieht es nicht, noch einen Spagat. Und jetzt kommst du an. Na, wie fühlt sich das an? Beschissen. Na, gefällt dir die Nässe? Das Wasser in meine Füße. Boah, meine Schuhe sind noch trocken. Die sind immer noch trocken. Ja, meine noch nicht mehr. Ich bin zu schnell durchgewaschen. Gibt's doch gar nicht, ich bin neidisch. Guckt euch diese akrobatische Meisterleistung an. Wahnsinn! Trocken! Trocken! So, und dann geht's weiter. So ist es. Schön ruhig bleiben dabei. Ich fühle mich wohl. Fühlst du dich wohl? Ja, so eng ist es doch nicht.
So, der Zugang scheint dann noch zu gehen. Da kommen 2 Leute nebeneinander durch oder 3. Aber hier vorne ist scheiße. Wir sind gerade dabei, richtig tief ins System einzudringen von den Katakomben. Und wie angenehm solche Wege sein können, sind die hier, wo man sich kaum bewegen kann. Noch lachen, ja. Ready? Okay. Ja, das hier ist natürlich super genial, für so eine Modder durchzukriegen. Der Carsten dreht gleich durch. Da kommt gleich direkt noch einer. Knochenbrot. Ja, warte aber direkt dahinter. Warte rum. Ich muss diesen Blick filmen. Diesen Blick. Carsten, guck mal, was noch vor dir liegt. Oh nee. Carsten, wie kann ich dir helfen? Ich komm. Pass auf, wir heben jetzt zu zweit. Klappt. Okay. Alles klar. Ich muss dich enttäuschen, aber das Gleiche darfst du normal machen. So. Ja, okay. Oh, Teamwork macht Spaß, oder? Auf jeden Fall. So, wie ihr wisst, wir sind hier auch gerade im nördlichen Bereich. Ja, und jetzt haben wir vor, es gab hier unten zum Beispiel auch eine deutsche Luftschutzanlage aus dem Zweiten Weltkrieg, die später von der französischen Resistance genutzt wurde. Die versuchen wir jetzt zu finden. Das heißt einmal von hier wieder den kompletten Weg zurück und dann komplett neu orientieren, neu ansetzen und dann schauen wir mal, wie es da aussieht, wie der Weg ist, ob da viel Wasser ansteht. Wir nehmen euch gerne mit wieder, ne? Also kein Problem. Zum deutschen Bunker. So, wir sind hier. Das ist unsere Strecke, die wir weitergehen. Aber ich warte jetzt hier gerade noch auf die Miri. Alter! Die kommt gerade durch so einen sogenannten Catflip. Ich bin sogar fast der Meinung, dass es der gleiche Catflip ist, den Galileo genommen hat. Hallo. Hi. So. Ja, und dann können wir jetzt weiter. Ja. Von den ganzen Gängen, Tunneln ist das einfach kaum zu realisieren, wie viel man hier zu laufen hat. Wir haben nämlich jetzt die Stairs de Fontaine, wenn man es so richtig ausspricht, gefunden. Das hier ist ein Bereich, der sehr alt ist. Diese Abstützung, diese Säulen, die man hier sieht, wurden im Jahre 1868 errichtet. Also schweinealt und führt uns zu diesem Ort hier hin. Was ihr jetzt hier erkennen könnt, ist, hier unten in den Katakomben musste man auch das Wasser abführen. Und hier an diesem Becken kommt eine natürliche Wasserquelle. Also man könnte hier, sagen wir mal, sogar Mineralwasser abfüllen, aber dafür tropft einfach zu wenig Wasser. Und genau hier sind wir. Das ist sehr tief und sehr weit in den Katakomben. Wir machen jetzt hier unsere Fotos. 1892 die alten Stützen hier. Guck mal, die sind sogar ein bisschen moderner als die Stützen da hinten. Die sind von 1860. Ja, hier die Stütze ist von 1867. Und man kann sehen, die wurden ja errichtet wegen der ganzen Rissen in der Decke. Weil über uns befinden sich schwere Gebäude und damit das alles natürlich nicht einstürzt, errichtet man diese Stützpfeiler. Ja, auch hier kann man nochmal sehen, dass wir hier Sedimentgesteine haben, von Muscheln, Schalen, die hier dann quasi versteinert sind. Sandgestein, Kalkgestein. Ja, jetzt machen wir hier ein paar Fotos. Und dann geht es weiter zu einem weiteren besonderen Stück in den Katakomben. Und zwar eine deutsche Bunkeranlage. Damals im Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen auch hier unten in den Katakomben, hatten ihren Bunker und haben sich hier ausgiebig niedergelassen, wie man es auch nennen darf. Ja, und später hat sich dann hier auch der französische Widerstand eingenistet und hat von hier aus die Attacken gegen das deutsche Regime, Nazi-Regime, dann geführt.
Hi. Wenn wir da durchgehen nach unten, dann kommt ein riesengroßes Treppenhaus und alles. Ihr könnt es hier mal sehen. Wir befinden uns jetzt genau hier vor diesem schwarzen Punkt. Ne? Und das hier liegt jetzt vor uns. Wir betreten den Bereich. Und dann wollen wir mal gucken. Ist nicht der beste Ort, um hier zu wohnen, wenn ihr ständig... Guck mal, der Boden. Sieht aus wie eine Maginot. Mhm. So, wir haben jetzt hier in diesem Shelter-Bunker die alten Toiletten gefunden. Und die sehen so witzig aus. Aber die werden anscheinend auch als jetzige Toilette genutzt. Deswegen, hier müffelt es auch ein bisschen. Deshalb gehen wir mal nicht näher ran. Wir schauen mal weiter, wie es hier in diesem Bunker aussieht. Das hier müsste mal die Trinkwasserversorgung gewesen sein. Der andere Tank, der hier auf dem Boden steht, der hing hier unter der Decke. Man sieht da hier auch noch die Krümmung. Ja, wo wir jetzt hier drin sind, ist irrwitzigerweise ein ehemaliger Bunker von früher. Das ist jetzt nicht der Bunker, den wir gesucht haben. Destroy all humans endless today. Was ist das hier? Alter. Fly with me to the moon. Existiert doch nur. Wir haben eine zweite Welle. Okay. Ja, cool. So, wir haben wieder eine Pinkelecke gefunden. Sehr schön. Wo man schon wieder neben essen kann. Ja. Wir sind im deutschen Bunker, wie man sieht. Hier ist noch, glaube ich, eine Alternative. Hier steht, wo du hinkamst. Mit dem Pfeil. Der schwarze kommst du von Notre Dame raus. Der blaue beim Saint-Michel. Und das irgendwie anscheinend ein Hinterhof. Auch schon verboten wieder. Das sind die Orientierungspfeile damals gewesen. Cool. Ich glaube, die ist mit Drogen getränkt. Okay. Stinkt nur so komisch chemisch. Ich glaube, die ist getränkt. Stinkt schon so eklig. Wir sind hier gerade in einem Bunker in den Katakomben und hinter dieser Tür ist ein Schacht nach oben, wo man tatsächlich Empfang nach draußen hat. Wir melden uns live aus den Katakomben. Das ist doch so. So, ja, wir sind jetzt schon seit 7 Stunden ungefähr jetzt hier unten. Das ist alles immer mit Konzentration verbunden. Man muss immer ganz genau wissen, wo befinde ich mich jetzt hier unten, weil wir haben hier 400 Kilometer Tunnel. 400 Kilometer Tunnel, wenn man hier sich 1, 2 Fehler erlaubt, sitzt der Wurm auch ganz schnell drin, man hat sich verlaufen, man weiß nicht mehr, welche Abbiegung man genommen hat und dann kommt auch der Hammer. Irgendwann bist du am Verzweifeln, findest hier nicht mehr raus. Da hilft uns auch ein Kompass mit dabei und natürlich auch die Erfahrung, die man über die ganzen Jahre gesammelt hat. Und jetzt nehmen wir euch mal mit zu einem richtig coolen Raum. Die Miri zeigt euch das.
Hier, bei Aperosboom sind wir jetzt gerade. Das ist für 11 Jahre. Wieder ein kleines Päuschen hier. In 11 Jahren können die Firma. Ach so, okay. Und dann gehen wir hier runter. So, wir sind hier in einem Bereich, wo wir davon ausgehen, dass sich hier Grundwasser gesammelt hat. Das ist im Laufe der Zeit angestiegen. Ist dann hier rüber zu unserem Kollegen hier, dem Carsten, rübergelaufen. Und von dort aus ins nächste Becken. Da wiederum vermuten wir, dass dort eine Bodenbeschaffenheit geherrscht hat, die dafür sorgte, dass das Wasser wieder im Grundwassersystem abgelangte. Also das war hier mit Schichtenwasser, was von der Oberfläche eindrang, zu rechnen hatten. Und hierüber wurde es dann quasi aus dem System abgeleitet. Und damit man das alles drosseln konnte, war hier eine Stauklappe zum Beispiel an der Stelle gewesen. Zum Beispiel ein Brett, was das Wasser dann abgehalten hat, dass das nicht viel zu viel wird mit einmal. Das ist der Theorie. Vielleicht haben wir auch Das jemand war Theorie. gesiegt oder so. Wir sind jetzt auch alle hier früher schwimmen gegangen und das war ein Luxusbad. Ja, so sieht es dann aus, wenn wir in besondere Teile der Katakomben kommen. Hier sieht man einen Höhenflugkrebs. Wenn der noch lebt. Ich wusste gar nicht, dass hier in den Katakomben tatsächlich noch sogar Tiere in den leben. Oh, ich habe auch schon ein paar Recken gesehen. Wir sind jetzt hier an einer der wohl kompliziertesten Stellen, die wir hier in den Katakomben bisher finden konnten. Wir sind an einer Kreuzung, wo nicht nur hinter mir ein Weg ankommt, es kommt hier ein Weg an, es kommen hinter uns nochmal 3 Wege an und dahinter, also quasi hier hinter, kommen nochmal Wege und Verzweigungen. Und jetzt hier in diesem ganzen Viva sich zu orientieren, ist echt nicht ohne, denn wir kommen ja auch irgendwann wieder hierhin zurück und müssen dann die richtige Abbiegung nehmen. Nehmen wir die falsche, laufen wir über hunderte von Kilometern in die falsche Richtung. So, und das wäre für uns ein langes und echt nerviges Unterfangen. So, was ich vorhin erklärt hatte mit dieser grauenhaften Kreuzung, kann ich euch jetzt anhand der Karte nochmal detailliert zeigen. Und zwar befinden wir uns in diesem Wirrwarr an Kreuzungen. Und wir sind jetzt von hier oben gekommen, also von der hier, kamen dann hier rein und mussten auf die gebogene hier wieder zurückfinden. Ja, und den gleichen Weg, den müssen wir ja auch wieder zurückgehen. Also da muss man schon ein bisschen das Auge drauf legen, welche Abbiegung man nimmt, weil solche Gänge verlaufen dann über Kilometer in die falsche Richtung. So, also haben wir den richtigen Weg ausgekundschaftet. Unser Kollege läuft in die Richtung. Ja. Super. Und jetzt nehmen wir euch mit zum Friedhof. Also langsam kommen wir unserem ersten großen Ziel. Naja, ein paar Ziele konnten wir ja abstecken. Aber zu unserem Hauptziel kommen wir jetzt an. Den unterirdischen Friedhof von Paris. Da ist der Plan, auch noch einige Stunden zu verbringen, um dann wieder durch das Labyrinth unendlicher, tausendfacher Gänge vorbeizuschleichen. Wir laufen jetzt seit fast 10 Stunden hier durch die Katakomben und hier und da sieht man auf dem Boden kleine Knochensplitter. Ja, sind gespannt, was wir hier noch finden werden. So, wir sind wieder an den Ort angelangt, den man in unserem ersten Video sehen kann. Und zwar sind wir hier unterhalb des Zentralfriedhofs von Paris. Wir haben hier bis zu zigtausende von Menschen, sprichwörtlich 6 Millionen Menschen wurden hier unten beerdigt, hineingeworfen. Und was sich hier in diesem Rondell, also in diesem großen Kreisverkehr quasi sich befindet, ist eine Anhäufung von so vielen Knochen, das ist unvorstellbar. Unsere Kollegen gehen da jetzt rein, um sich das mal anzugucken, die haben es nämlich noch nicht gesehen oder wollen es noch mal sehen. Und wir bleiben draußen, wir passen hier auf das Equipment, denn irgendjemand muss diesen Job ja übernehmen. Mache ich und vielleicht springe ich dann nachher noch mal rein. Mal gucken. Hier fangen die ersten Knochen an. Und es nimmt einfach kein Ende. Ein Kollege filmt gerade rein in einen Gang, der bis oben hin mit menschlichen Überresten gestapelt ist. Der ist voll, ne? Komplett voll. Sag mal ja. Oh Leute.
Knochenthron gefunden, den wir die ganze Zeit schon gesucht haben. Wow. Ja. Unglaublich. So, also für heute reicht es erstmal. Nachdem wir jetzt den Knochenthron gesehen haben, gehen wir jetzt für heute erstmal raus und dann würde ich sagen, morgen wieder rein, oder? Ja, wir sind jetzt aktuell noch ziemlich tief in den Katakomben drin. 10 Stunden unterwegs und vor uns liegen noch so ungefähr 3 Stunden. Ja. Ja. Also, wir nehmen euch mit. Aber vielleicht nicht auf den ganzen Rückweg, weil wir so viel fluchen, aber wir nehmen euch mit. Ciao. No, we don't have. Sorry. Bye, have fun. Jetzt geht's wieder nach draußen. Ja. Weil ja, bestimmt wieder die Beine zittern werden. Dann jetzt der Versuch, den Gullideckel aufzuschieben. Den haben sie zugemacht, die Wichser. Wie siehst du eure Löschkapazitäten, Akkukapazitäten? Sind alles okay? Ja, ganz blöd gelaufen. Wir wollten einen ausgedehnten, spaßigen Tag in den Katakomben machen und die Katakomben, ja, den hatten wir bis jetzt. Denn die Katakomben ist kein Spielplatz, sondern ein sehr gefährlicher Ort. Und in diesem Fall haben sie unseren Zustieg und Ausstieg zugeschweißt. Jetzt müssen wir komplett von unserer Karte, von dem Nordteil bis runter in den Südteil. Das ist 3 Stunden Fußmarsch, strammer Fußmarsch. Ne? Wir haben kein Wasser mehr. Wir haben kein Wasser mehr, wir müssen unterwegs unsere Wasservorräte auffüllen, mit einer Chlortablette aktuell desinfizieren. Unsere Akkukapazitäten sind sehr gut, ich habe jede Menge. Ich habe meine 18650er, habe ich gar nicht angeholt, davon habe ich noch 12 Stück. 4, 8, 12, sogar noch mehr. Habe noch eine Notlampe, Reservelampe, eine Powerbank. Wir kommen noch ein paar Tage aus. Wenn der Südzugang zu ist, dann werde ich noch den anderen Zugang raussuchen und dann haben wir ein Riesenproblem. So. Über 14 Stunden in den Katakomben, total entkräftet und der Zugang wurde zugemacht. Und jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ja, und jetzt sitzen wir hier in den ewigen Katakomben fest und suchen einen Ausgang. Ich kann mir diesen riesen Schwenker hier nicht erklären, aber kann ja auch sein, dass hier eventuell nicht die Karte komplett zu 100% so ein bisschen stimmt, ne? Auf jeden Fall sind wir jetzt an einer anderen Ecke raus, wie ich es eigentlich gehofft hatte. Heißt, wir haben schon wieder ein bisschen Fußmarsch mehr vor uns. Tja. So ist das hier unten. So ist das. So ist das. Dafür hat man ein langes Wochenende. Dafür hat man ein langes Wochenende. Cool, wir haben Montag frei. Es gibt nichts Schlimmeres, als hier unten über Stunden hinweg den Ausgang zu suchen. Darauf hätte ich jetzt keine Lust. Deswegen versuchen wir uns so gut wie möglich zu orientieren. Haben die Nordmarke tatsächlich nahezu in die Richtung. Das passt dann, da passt dann. Können wir uns ja noch orientieren. Dann macht 2 rein. Ja? Ja, ganz Kann auch 3 geben, kein Thema. Dafür sind sie da, kosten auch kein Geld. Ich weiß, die sind nicht teuer. Die schmecken scheiße, deswegen müssen wir uns 2 haben. Ja, nee, ich vertraue auch so dem Wasser ein bisschen. Ja, was wir jetzt hier machen, sind keine Drogen ins Wasser mischen, Schade. sondern Chlortabletten zur Wasserdesinfektion, weil man hat ja unseren Nordeingang geschlossen. Jetzt müssen wir die nächsten 3 Stunden hier nochmal durch die Katakomben laufen. Unsere Wasserreserven waren jetzt langsam am Ende. Und das ist die waren am Ende. Das hier ist unsere einzige Stelle, wo Grundwasser ankommt, wo wir unsere Wasservorräte mit gutem Gewissen wieder voll machen können. Das haben wir jetzt gemacht.
Jetzt geht unsere Notsituation, Eskapade weiter. Ja, jetzt wir es ja rausgeschafft haben, gibt es trotzdem Pizza. Das verstehe ich doch. Auf jeden. Ohne Dusche. Ja. Ich glaube erstmal essen. Trinkt ihr jetzt echt direkt davon? Nein. Nee, ich nehme hier direkt noch eine Chlor. Also doch nur, wenn es Du musst jetzt eine halbe Stunde warten mit der Chlortablette. Toll, wo wir gelandet sind, ne? Nee, du musst jetzt nachdem ich die Chlortablette zugegeben habe, eine halbe Stunde warten, weil das reagiert ja. Das tötet ja, fängt ja an, die Keime zu töten und man sollte nicht sofort trinken, weil es braucht eine gewisse Zeit zu töten. Wasser wird ja normalerweise gereinigt, wenn es durch Sedimente, Steine, Sand und Fels. Hier, das Wasser ist sauber. Das sind alles Ja, aber wir haben ja die eklige Stadt über uns, ne? Ja, und wer weiß, wer da reingepinkelt hat. Urin ist nicht so schön, wenn Nee? der frisch ist. Nee. Wenn er frisch ist. Also den da unten will ich nicht mehr trinken. Nee, um Gottes Willen. Nee, nimm weiter von unten drunter, nicht von oben, wie Schwebstoff. Warum ist Urin denn nicht so schön? Urin ist sauber. Ja, steril quasi. Ja. Ist ja quasi schon ausgeschrieben und gefiltert. Ja. Du kannst ja auch dein eigenes Urin trinken, auf hart. Ja, aber nur einmal. Ja, nur einmal. Hier durch. Bis hier. Ja. Ja, wie ihr es vielleicht gerade mitbekommen habt, da saß jetzt quasi eine große Gruppe. Man hört sie im Hintergrund, voll am Feiern. Und da war einer, der hatte wohl Deutsch studiert, Deutsch gelernt, Austauschschüler gewesen und der konnte perfekt Deutsch. Wir haben ihn gefragt, wie es um den Weg steht, den wir nehmen wollen. Und er hat uns erzählt, dass es da eine Stelle gibt, die ist nicht eingezeichnet, da ist das Wasser hüfttief. Aber er hat uns auch verraten, das ist hier und da müssen wir jetzt auf eigene Faust suchen, den Weg hier runter irgendwo einen anderen Zugang gibt, der uns an unser Ziel bringt. Das wollen wir jetzt abchecken. Kann langer und schwieriger Weg werden, so wie wir gehört haben. Er sagte, das sind 20 Minuten, ne? Er sagt aber, du kannst auf diesem Weg nicht mehr aufstehen. Das ist Schlupfen. Achso. Ja gut, das andere ist dafür tiefes Wasser, also. Tiefes Wasser oder Schlupfen? Tja. Er hat gesagt, das dauert länger auf jeden Fall, weil du schlupfen musst Ja. die ganze Zeit. Ja. Das sind fast 100 Meter gebückt laufen. Ja. Viel Spaß! Du siehst aus, wärst du in den Katakomben gewesen, Carsten. Stark. So, ich warte jetzt auf die anderen. Die werden hier auch gleich irgendwann ankommen. Dann kommen sie. Wie gesagt, wir sind alle ganz schön K.O. Ja. Seit 14 Stunden jetzt hier unten. Hier links geht's hoch. Okay. Ausgang. Links. Links. So, weiter. Ich mach das Schlusslicht. Wir treffen uns oben, bevor wir machen. Wir sollen beim Ausstieg sehr schnell sein. So, jetzt gehen wir hoch und dann verlassen wir die Katakomben. Hoffentlich. So, wir haben einen anderen Zugang gefunden, um rauszukommen. Und werden die Katakomben jetzt verlassen für heute. Oh. Gib mir deine Hand. Ich hab dich. Kein Finger an die Kabel, da sind 10.000 bis 100.000 Volt drauf. Da unten. Hier. Ist er da? Ja. Robin, gehst du unter mich? Ja. Ich gehe mit Mike hoch und du gibst dann alle Rucksäcke. Einen nach dem anderen. Deswegen guckst du mal vorsichtig. Du lässt den Rucksack jetzt erstmal kurz. Hier oder stellst ihn da ab in das Fenster. Boah, wir haben endlich rausgefunden. Ja, und so sieht man dann halt jetzt auch aus, ne? Ah, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ja, einfach gucken, dass man genügend Ersatzakkus hat und ein bisschen Glück. Und ein bisschen Chlortabletten für Wasseraufbereitung. Ja, das auch. Weil wer weiß, wann du das nächste Mal Wasser kriegst.
Wunderbar. Das ist ein Abenteuerurlaub. Boah, das wird aber zu hart. Was denn ein Abenteuer? Ja, Leute. Einfach ganz cool. Wir sitzen ja nackt im Auto, weil wir so dreckige Klamotten haben und das Auto nicht versauen wollen. So, die Überlebenden aus den Katakomben melden sich zurück beim Frühstück Jetzt fühlt es sich wieder nach Urlaub an. und gehen heute Abend wieder rein. So, nach den Katakomben ist vor den Katakomben. Alles schön sauber machen hier. Carsten Post, das ist ein Stein. Ja? Okay, wo ist Pearl? Die haben die ganze also so feiern. Hier sitzen wir alle in den Katakomben mit einer großen Gruppe und wir kriegen Besuch. Something greater, something higher. Ain't never gonna stop this fire. I was born to make history. Something greater, something higher. Ain't never gonna stop this fire. Just play reality, burn, burn. I was born to be something greater, something higher. Ain't never gonna stop this fire. Ain't never gonna